Du hast relativ viele Coins, aber SBC Investments laufen nicht so richtig und du suchst High-Budget-Trading-Tipps wie Icon-Flipping. In diesem Video gibt es das 3-Schritte-Tutorial, um unendlich Coins zu machen. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an High-Budget-Trading und da eignet sich am allerbesten Icon-Trading, Icon-Flipping zu. Erkläre ich dir ganz in Ruhe, wie das funktioniert. Gib ein Beispiel für die Playstation, für die Xbox und für den PC. Die Methode funktioniert auf allen Plattformen. 3 Beispiele in diesem Video und es sind 3 Schritte auch, die wir uns gemeinsam angucken. Und wir fangen an mit dem ersten Schritt. Das ist die Spieler finden. Der zweite Schritt, wie findest du deinen Einkaufspreis? Und der dritte Schritt, wie findest du deinen Verkaufspreis? Bleib auf jeden Fall auch bis zum Ende des Videos dran. Dann gibt es doch mal richtig gute Bonustipps für bessere Einkäufe, schnellere Verkäufe. Abonniere auf jeden Fall auch den Kanal und hau den Daumen nach oben raus. Und wir fangen an mit dem ersten Schritt. Wie findest du deine Spieler? Und wenn du anfängst, dann würde ich so mit einem Budget von 250k, 300k anfangen und darunter auf jeden Fall die Spieler suchen. Kannst du hier einfach filtern auf Footbin Icons unter 300k und dann würde ich vor allen Dingen auch Base mit Icons nehmen, denn zum Beispiel Base Icons, die haben natürlich den Vorteil, wenn sie nicht mehr zu ziehen sind, dass sie dann auch nochmal stärker steigen. Dann natürlich auch würde ich keine Karten nehmen, die gerade in der SBC haben oder die gerade in den Icon Swaps sind und ich würde halt, wie gesagt, darauf gucken, so unter 300k. Dann ist es einfacher am Anfang reinzukommen, weniger Risiko, weniger EA-Steuer. Die Mobs sind uns ja auch noch 5% und dann bist du sicher to go. Schritt Nummer 2, deine Einkaufspreise finden. Und das machen wir jetzt mit einem PlayStation-Beispiel. Die Methode funktioniert genauso gut auf der Xbox, auf dem PC. Wir fangen einfach an mit einem PlayStation-Beispiel und zwar mit Czech, seiner 88er-Karte. Und wenn du die Preise finden willst, dann gehst du einfach auf Footbin und guckst dann dort auf der Market Sales History. Hier sehen wir alle Verkäufe so der letzten Tage, steht immer die mit Footbin verbunden sind, welche Verkäufe dort dann registriert wurden. Und da sehen wir natürlich dann im Laufe von 24 Stunden zum Beispiel, würde ich gucken, welche Preise sind die niedrigsten Preise, die öfters gekommen sind. Wenn jetzt hier zum Beispiel einer für 250 ist, dann ist das ein Snipe oder ein offenes Gebot, ist nicht unser Preis. Aber wir sehen so 275k, das ist ein Preis, der hier in dem Fall öfters gekommen ist. Das heißt, das schreibe ich mir auf oder ich merke es mir einfach oder lasse einfach diesen Footbin-Reiter auf und weiß, 275k der günstigste Preis, der 2-3 Mal gekommen ist, das ist ein realistischer Einkaufspreis. Schritt Nummer 3, deinen Verkaufspreis finden. Da gehen wir ganz genauso vor und diesmal gucken wir in der Market Sales History in den letzten 24 Stunden ungefähr, was war der höchste Preis, der 2-3 Mal vorgekommen ist. Wenn das einmal nur vorgekommen ist, ein Preis, weiß nicht, wenn jetzt hier stehen würde 350k ein einziges Mal, wüssten wir es unrealistisch wahrscheinlich, dass der schnell weggeht für die 350k. Wir wollen immer innerhalb von 24 Stunden verkaufen, kommen wir gleich am Ende bei den Bonustipps noch zu. Aber wir sehen 300k, 310k, 312k, das sind so Preise, die öfters vorkommen. Ich habe zum Beispiel hier verkauft für 309k. Das waren dann nach der EA-Steuer, nach den 5% EA-Steuer 19.000 Coins Profit mit der Karte. Ich würde vielleicht noch auf ein bisschen mehr hoffen, so auf 10% gehen. Aber ich finde schon 19k, das ist auf jeden Fall schon ein guter Start. Das heißt, Spieler dir raussuchen in deinem Budget, Einkaufspreis über die Market Sales History finden und auch den Verkaufspreis über diese Methode suchen. Ein ausführliches Tutorial zum Icon Flipping, ein exklusives Video gibt es für alle meine Discord-Mitglieder. Erster Link in der Videobeschreibung und da gibt es natürlich auch noch ganz andere Trading-Tipps und Investments einfach zum Nachkommen, damit du jetzt Richtung Team of the Year so viele Coins wie noch nie machst. Erster Link in der Videobeschreibung, werd Mitglied in der Trading Gang. Nächstes Beispiel, auch das funktioniert auf PlayStation, Xbox und dem PC. Das erste PlayStation-Beispiel übrigens, das habe ich aufgenommen ein paar Tage oder vor 2 Wochen oder schon. Habe da mit dem gesamten Video bis jetzt gewartet, weil ich warten wollte nach dem Prime Icon Release, dass sich die Preise stabilisieren auf alle Icons und das ist jetzt passiert, deswegen kommt jetzt dieses Video. Deswegen waren die PlayStation Preise bei Czech ein bisschen anders, als sie jetzt aktuell sind. Aber hier bei Zanetti, da ist es ein brandaktuelles Beispiel und auch bei Czech funktioniert es natürlich nach wie vor. Und das machen wir mal mit den Xbox Preisen und wir sehen bei Zanetti, auch hier gehen wir auf die Market Sales History. Wir können auch schon im Footbin Graphen sehen, dass er ein bisschen gewisse Schwankungen hat. Wenn da jetzt ein Graph wäre, der komplett flach wäre, das sind ja nur die Durchschnittspreise, aber dann weißt du wahrscheinlich, diese Karte wird sich nicht lohnen zu flippen, weil die Preisschwankungen nicht groß genug sind. Bei Zanetti ist das aber so, da haben wir genug Preisschwankungen und auf der Xbox habe ich gesehen 170. Einfach, easy, langweilig, 170k, super oft zu bekommen, da brauchst du nicht oft suchen, das kriegst du sehr gut hin. Und dann beim Verkaufspreis
Der dritte Schritt wieder beim Verkaufspreis. Da sehen wir, dass so 195k mehrmals auftaucht. Das heißt, das ist realistisch, dass wir einen relativ schnellen Verkauf für die 195k bekommen. Und das sind dann immerhin 15k Profit. Über oder ungefähr knapp 10% sind das dann Profit nach der EA-Steuer und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Sache. Und du siehst gerade bei diesen niedrigeren Icons, ich sag mal so unter 200, 250k, gibt es sehr, sehr gute Preisschwankungen, weil viele sich das leisten können, optimal für uns einzukaufen. Nächstes Beispiel, wir nehmen Ian Rush und zwar mache ich Ian Rush aus zwei Gründen. Einmal, ich will euch ein PC-Beispiel zeigen, ihr wisst genau, funktioniert auf PlayStation, Xbox auch so. Und der zweite Grund, ich will zeigen, dass das auch mit solchen günstigen Karten funktioniert. Sein Einkaufspreis sind so unter 110k, 108 sehen wir hier, dass das auf jeden Fall möglich ist. Und wenn wir ein bisschen gucken, auch die letzten Tage, obwohl gestern, ich nehme das Video einen Tag nach der Mid-Icon SBC auf, obwohl da die Mid-Icon SBC kam, kann man ihn immer so für 130k oder so verkaufen. Das sind dann über 12% Profit, 15k Profit mit so einer günstigen Karte. Richtig stark und das zeigt dir, du kannst auch schon mit weniger Budget anfangen. Wie gesagt, ich finde so 200, 250k am besten. Bonustipps in diesem Video und zwar erster Hinweis auf jeden Fall auf dem PC. Funktioniert die Methode auch so gut? Du brauchst manchmal einfach ein bisschen länger für die Verkäufe. Der erste Bonustipp ist auf jeden Fall Einkaufszeitpunkt. Einkaufszeitpunkt, natürlich so krasser Content wie gestern mit Icon SBC, also gestern, als ich das Video aufgenommen habe, oder auch Icon Swaps. Da gibt es natürlich mal krasse Drops, zum Beispiel hier Zanetti, der war 25k günstiger um 19 Uhr herum mit dem Content in der Panik. Als eine Stunde später, da war der Durchschnittspreis schon wieder 25k. Da kannst du natürlich gut einkaufen. Ansonsten generell auch immer so 19 Uhr rum, bisschen davor, bisschen danach oder wenn neue Lightning Rounds und Promo Packs kommen, auch dann ist ein sehr, sehr guter Einkaufszeitpunkt. Besonders gut verkaufen kannst du auf jeden Fall Richtung Wochenende. Wir sehen das hier zum Beispiel bei Henri auf seiner Icon-Karte, wie viele Richtung Wochenende, Donnerstag, Freitag, wenn dann Lightning Rounds gekommen sind, ab 21 Uhr Freitagabends, wenn die Weekend League dann richtig losgeht. Auch dann steigen Icons nochmal. Du kannst dieses Flipping jeden Tag machen und ich würde, nächster Bonustipp, immer vor 19 Uhr, also vor dem neuen EA-Content verkaufen. Da weiß man nie, was an Packs und auch an SBCs kommt. Okay, SBCs weiß man alle wegen der Leaks, aber du weißt nicht, was für eine Pack oder so EA wieder raushaut, wo nochmal alte Special Cards sind. Generell sinkt der Markt, das heißt, versuche mal vor 19 Uhr auf jeden Fall zu verkaufen. Wie gesagt, am Wochenende kannst du besonders gut verkaufen. Freitag so ab 21 Uhr ist auch nochmal ein Bonuszeitpunkt, wo man nochmal ein bisschen mehr rausholen kann. Nächster Bonustipp sind Positionswechsel und Chemistry Styles. Damit meine ich, wenn zwei Karten gleich günstig sind, kauf immer die mit Chemistry Style und oder Positionswechsel. Wir checken zum Beispiel mal gemeinsam Pep Guardiola aus. Auch das eine gute Karte, die einen guten Preis hat, mit dem man schon mal so anfangen kann zu flippen. Das heißt, du siehst, die sind eigentlich alle mit Shadow. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, außer du bekommst ihn wirklich so günstig wie auf Footbin, Market Sales History oder noch günstiger. Dann würde es vielleicht auch Sinn machen, ein Basis-Item oder ein Anchor zu kaufen. Aber generell nur mit Shadow dann eigentlich zum Beispiel diese Karte. Und du siehst, wenn der Stürmer zu bekommen wäre, zu dem günstigen Einkaufspreis, den du dir rausgesucht hast, dann würde ich natürlich immer den Stürmer nehmen, weil die Positionswechsel, genauso wie ein Chemistry Style, die Karte auch nochmal wertvoller machen. Schreib deine Fragen in die Kommentare, check meinen Discord aus, meinen Patreon Discord für noch mehr Trading-Tipps, abonniere den Kanal. Nächstes Video werde ich wahrscheinlich machen, wie man gegen Konter verteidigen kann. Bis dahin hier auch nochmal 5 Tipps zum Besserwerden. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wie blöd hast du das gesagt?